Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deinem August-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein August gestalten möchte, praktisch, energetisch, zwischenmenschlich. Ich hoffe, du verstehst mich gut, trotz Wind und Grillengezirpe. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Skorpion im August. Das erste Wort, das sie mir zuflüstern, ist niederträchtig. Du wirst abrechnen, lieber Skorpion, das ist was. Du wirst abrechnen mit denen, die dir trachten, die nach dir trachten. Alle Themenkarten kamen schon. Du lässt nicht mehr länger zu, dass aus dir heraus geschöpft wird, genommen wird, in Selbstverständlichkeit. Du erkennst, dass die Dinge selten bis nie so sind, wie sie dir erscheinen. Du hast eine neue Art, dem Leben, deinem Leben zu begegnen. Mehr spielerische Leichtigkeit, Losgelöstheit. Ich denke vom Gefühl her, dass sie mir vermitteln, du nimmst gewisse Gegebenheiten weniger ernst. So ist es. Perfekt. Auch wirst du ganz viele Dinge auf den Punkt bringen. Zwei Steine in einem Stein. Du vereinst alle Elemente. Du lernst nicht mehr zu reagieren. Dein Haus, dein Körper, dein eigener Tempel. Jemand, der sehr oft gefühlt mit den Füßen auf deinem Kopf steht, um dich klein zu machen, um dich zu bestimmen, um Macht über dich zu haben, egal womit, durch was. Du ziehst dir diesen faulen Zahn kommt, also den schmerzenden Zahn. Das bedeutet, du legst ad acta, doch nicht ohne vorher mit deinem Stachel zuzustechen. Eieiei, lieber Skorpion. Durch das, was du erkennen darfst, wie du dein Leben gestalten möchtest, wie du dabei bist, es zu gestalten. Es ist, als würdest du auf brennenden Kohlen, glühenden Kohlen laufen. Glühenden Kohlen ist wohl besser ausgedrückt. Doch das, was dich so sehr innerlich in Unordnung bringt, du schaffst es, in Ordnung
zu bringen, sobald du dich deiner Feinstofflichkeit hingibst, deiner Spiritualität. Und Vorsicht, wer mit einem Schamanen zu tun hat, es wird eine Maske getragen. Gut möglich, dass du diese Maske herunterreißen wirst. Auch geht es darum, wie gehst du mit deiner ureigenen Spiritualität um, mit deiner Gottesgabe, die dir mit in dieses Leben gegeben wurde, die du dir auch kultiviert hast im Verlauf der vergangenen Leben. Es geht darum, wann bist du bereit, diese Gabe voll und ganz auszuleben. Selbstverständlich ist bedingt dafür, dass du sie erst einmal akzeptierst und für dich selbst annimmst. Je nachdem, wo du stehst, in deinem Prozess. Es geht darum, dass du ein ganz großes Stück weiter kommst, dich mehr zeigst, deine Gabe um einiges mehr anwendest. Auch bist du für viele der Feuerlöscher. Das bedeutet, dort, wo es brennt, bei Freunden und Familie oder bei Arbeitskollegen, bist du jedes Mal gefragt, wenn es um eine Problemlösung geht. Auch da, glaube ich, wirst du dich in gesundem Maße zurückziehen. Es wird sehr, sehr spannend, denn ein bestimmtes Feld bei dir, ein bestimmtes Thema, welches mit einem Menschen zu tun hat, ist dir noch gar nicht so bewusst. Und das kommt jetzt ins Bewusstsein. Warum ist dieser Mensch in deinem Leben? Dazu habe ich auch ein Video mal gemacht, aber ich glaube schon vor 1 oder 2 Jahren. Du kannst es, wenn du Lust hast, hier auf diesem Kanal suchen. Ja, warum ist dieser Mensch in meinem Leben? Warum interagierst du mit diesen Menschen so, wie du interagierst? Und ich glaube, es geht wirklich darum, dass du erkennst, wie sehr dieser Mensch eigentlich Platz in deinem Leben einnimmt. Platz, den du dir eigentlich selber geben solltest. Schauen wir uns die Hauptenergien an im August, die dir zur Verfügung stehen. Die Hauptenergien für den Skorpion. Falls du dich irgendwo in der Natur befindest, wo es viele Steine gibt und du den Impuls bekommst, einen oder mehrere Steine umzudrehen, um zu sehen, was darunter ist, bitte tu das. Sie sagen mir gerade, lieber Skorpion, dir wird bewusst, dass du wie eine Baumrinde bist, wie die Rinde eines Baumes. Mit all ihren Maserungen, Faserungen, ihren Zeichnungen, auch eventuell mit ihren Krankheiten, den emotionellen, seelischen Wunden. Doch nichtsdestotrotz ist der Baum einfach, lässt die Rinde Rinde sein und sie gehört zum Gesamtbild des Baumes. Das so viel zu deiner Selbstakzeptanz und zu deinem eigenen Lebenswandel. Der August bedingt, dass du frei sein möchtest, frei sein wirst, ganz egal, was es kostet. Ganz egal wie, es ist ein Beschluss. Du beschließt es. Der August macht dir sehr, sehr viel bewusst. Der August, ich glaube gar nicht, dass es dich anstrengt oder von deiner Seite aus irgendeine Anstrengung braucht, um zu erkennen. Ich glaube, diese Klarheit ist einfach plötzlich da. Du darfst Erkenntnisse erlangen
und wirst diese auch sofort integrieren. Du spürst, dass diese Erkenntnisse tiefgreifende Antworten für dich sind. Ich glaube, du wirst ab jetzt dein Leben, eben der August ist sehr, sehr ausschlaggebend für uns alle, weil er wirklich unter dem Stern der Freiheit steht. Du wirst dein Leben flexibler gestalten. Die Farbe Rosa, ganz egal in welchen Nuancen, der Farbton Rosa ist für dich sehr, sehr ausschlaggebend. Vielleicht fühlst du dich von diesem Farbton angezogen, ziehst dich vermehrt gerne rosa an, oder für die männlichen Skorpione, ich weiß auch nicht. Vielleicht solltet ihr euch mal trotzdem ein paar rosafarbenen Rosen in die Vase auf den Tisch stellen. Ganz egal. Farbe Rosa, ihr fühlt euch angezogen und sie tut euch auch gut. Sie wirkt sehr, sehr beruhigend auf euch. Ich sitze hier momentan unter einer Eiche. Diese Eiche ist weit über 400 Jahre alt. Diese Eiche sagt, gibt euch die Botschaft, über all die Jahrhunderte, Jahrtausende wurde immer nur wegen Emotionen, Widerstand und Herrschsucht aufgebaut. Lege dich nieder zu meinen Füßen. Meine Wurzeln werden dich stärken. Also, lieber Skorpion, wenn du die Möglichkeit hast, eine Eiche, einen Eichenbaum aufzusuchen, so bitte setze dich, lege dich unter diese Eiche, lehne dich an den Stamm dieses Baumes und spüre die Kraft. Sie wird dich neutralisieren. Für manche Skorpione, höre ich, sind Olivenhaine ausschlaggebend. Dort gut möglich, dass ihr einem Tier begegnet, gut möglich einer Schlange. In diesen Olivenhainen liegt für euch eine Antwort verborgen. Gut möglich durch dieses Tier, das ihr sehen dürft. Ich höre, plötzlich ist das Symbol da, in all seiner Herrlichkeit. Sie sagen die Uhrzeit, vergiss die Uhrzeit, was auch immer das für dich bedeuten mag. Vergiss die Uhrzeit, bewege dich in deiner eigenen Urzeit. Also Urzeit, Uhr von alt, ohne H in der Mitte. Maxi. Da kommt der Max, den seht ihr jetzt nicht. Komm hoch. Komm hoch, begrüß die Skorpione. Ja? Ihr seht ihn nicht. Den Maxi. Maxi, ich muss jetzt Karten mischen. Ich muss jetzt Karten mischen. Ja. Für einige Skorpione, sie müssen dringend irgendeine Pflanze in einem Blumentopf umtopfen. Der Topf ist zu klein, deswegen verliert die Pflanze Blätter.
Ja, wie wunderbar. Ein Knoten darf platzen, darf aufgehen. Aber das wurde ja vorhin schon gesagt, aber vor allem beruflich. Beruflich und auch zwischenmenschlich. Eben, es geht darum, ihr dürft erkennen, wer nimmt, ohne zu geben, was ihr zu viel gebt, ohne einen Ausgleich zu verlangen oder zu bekommen. Ihr werdet auf eine Selbstlosigkeit in euch aufmerksam werden, die nicht von mitfühlender Großzügigkeit beherrscht wird, sondern der eine Angst zugrunde liegt. Und zwar die Angst, Sie sagen die Angst, wenn ihr nicht gebt, nicht akzeptiert zu werden. Es ist ein Muster bei vielen und deswegen glaube ich, dass ihr August, September wirklich radikale Veränderungen vornehmen werdet. Auch die Skorpione, die selbstständig sind bzw. selbst ihr Income bestimmen können, ihre Preise erhöhen werden bzw. erstmals Preise ansetzen werden zum Ausgleich. Es geht darum, dass ihr im August ein vollkommen neues Selbstwertgefühl bekommt und über dieses neue Selbstwertgefühl geht ihr ganz anders mit dem um, was euch innewohnt, was ihr nach außen sendet. Der August, es dauert bis Dezember, Februar nächsten Jahres, also Dezember 2023, Februar 2024. Ab dem August befindet ihr euch wieder in einer Art Transition, wo ihr einfach Veränderungen bemerkt, euch Dinge auffallen, die ihr vorhin vielleicht ausgeblendet habt, weil sie unangenehm waren hinzusehen. Doch diese Transition ist wahnsinnig wichtig für euch. Seid aufmerksam euch selbst gegenüber, euren inneren Regungen gegenüber. Geht nicht mit euch hart ins Gericht vor. Auch versucht, aus alten Mustern auszubrechen, liebe Skorpione, denn es geht wirklich tatsächlich darum, dass du jetzt mit dem Klavier Gottes deine Zukunft weben kannst. Es ist eine Zukunft, die Hand und Fuß hat, die sehr viel Stabilität hat, die sehr viel Sicherheit geben wird. Wenn diesbezüglich irgendetwas nicht vorwärts geht, du Ängste verspürst, sie sagen, es steht dir mit deinem Vorhaben nichts im Wege, es sind deine eigenen Widerstände. So überkomme sie, indem du sie zwar erkennst, doch keine Emotionen hineingibst. Sie sagen die Zweifel deiner eigenen Person gegenüber, deiner eigenen Seele gegenüber. Du wirst erkennen, wie lächerlich sie sind. Denn dein Weg, den du zwar selbst gestalten kannst, ist schon vorherbestimmt. Gut möglich, dass einigen eine Katze zulaufen wird. Wir machen weiter im Extended. Ich beginne mit dem Tarot. Schauen wir uns mehr die Details an. Wer hier aussteigt, danke fürs Zuschauen und einen wundervollen August. Ansonsten, wir sehen uns gleich in der Extended-Version und gehen mehr ins Detail mit dem Tarot, was im August noch alles auf dich zukommt. Bis gleich. Ciao.